Eines Morgens wachen sie auf. Der Schlaf hängt ihnen noch in den Augen. Sie greifen zum Telefon. Sie öffnen die Banking-App. Fehler. Sie versuchen es erneut. Wieder Fehler. Wahrscheinlich nur ein vorübergehendes Problem, denken sie. Sie rufen den Kundenservice an. Ständig besetzt. Die Sorge wächst, also gehen sie zur Filiale. Doch die Tür ist verschlossen. An der Scheibe ein kleiner Zettel. Bis zur nächsten Mitteilung geschlossen. Sie kommen nicht an ihr Gehalt. Sie kommen nicht an ihre Ersparnisse. Sie wissen nicht einmal, wie sie ihre Miete bezahlen sollen. Niemand erklärt ihnen irgendetwas. Es klingt wie ein schlechter Scherz. Aber genau das geschah 2019 im Libanon. Die libanesische Wirtschaft funktionierte jahrelang dank der Dollars, die aus dem Ausland kamen. Die Banken boten hohe Zinsen an und zogen damit enorme Summen von den Menschen an. Dieses Geld floss an die Zentralbank und die Zentralbank finanzierte damit den Staat. Solange genügend Devisen ins Land kamen, wirkte das System stabil. Doch als der Zufluss versiegte, stürzte alles ein. Die Banken führten ohne Vorwarnung Abhebelimits ein. Zuerst $200, dann 100, dann 0. Das lebenslang Ersparte der Menschen war auf dem Bildschirm zwar sichtbar, aber niemand durfte es anrühren. Das Geld sah so aus, als wäre es da. Doch in Wirklichkeit war es verschwunden. Die Landeswährung verlor in wenigen Jahren nahezu ihren gesamten Wert. Familien, die einen Monat zuvor noch mit einem Gehalt auskamen, konnten sich plötzlich nicht einmal mehr Grundnahrungsmittel leisten. Ärzte, Ingenieure, Lehrer, Menschen mit stabilen Berufen verarmten über Nacht. Einige Familien mussten ihre Kinder in Waisenhäuser geben, weil sie nicht mehr ernähren konnten. Krankenhäuser blieben ohne Strom und Patienten starben. Während all das geschah, blieben die Banken geschlossen. Die Manager im Inneren waren in Sicherheit, draußen zerbrachen Existenzen. Der bitterste Teil? Die obersten Verantwortlichen wussten lange vorher, was passieren würde. Bankeigentümer, Politiker, hochrangige Beamte. Sie schafften ihr Geld unbemerkt ins Ausland. Während der Bevölkerung strenge Beschränkungen auferlegt wurden, transferierten sie Milliarden nach Europa und in den Golf. Mehr als 12 Milliarden Dollar wurden hinausgeschafft. Schließlich sahen die Menschen keinen anderen Ausweg, als ihre Banken zu stürmen, um an ihr eigenes Geld zu kommen. Ein pensionierter Polizist betrat eine Filiale mit einer Handgranate, um seine $24.000 zu erhalten. Ein anderer Mann drohte, die Bank anzuzünden, wenn er seine $200.000 nicht bekomme. Die Menschen draußen applaudierten ihnen, denn alle waren in derselben Lage. Sie wussten, die Diebe waren nicht diese verzweifelten Menschen. Der Diebstahl steckte im System. Der Fall Libanon ist keine Ausnahme. In der Geschichte sind ähnliche Zusammenbrüche immer wieder passiert. Im 14. Jahrhundert kollabierten die großen Banken von Florenz. In den 1830ern gingen in den USA hunderte Banken pleite. Zwischen 1930 und 1933 schlossen 9.000 amerikanische Banken. 2008 verschwanden einige der größten Finanzinstitute der Welt. 2023 brachen die Silicon Valley Bank und 2 weitere Banken innerhalb weniger Tage zusammen. All diese Ereignisse haben einen gemeinsamen Kern. Banken existieren nur, solange Vertrauen existiert. Wenn das Vertrauen verschwindet, fallen selbst gigantische Institute in wenigen Stunden. Was ist das Geld auf Ihrem Bankkonto eigentlich? Kein Goldbarren, kein Stapel Bargeld. Nur eine digitale Zahl in der Datenbank einer Bank. Banken halten nur einen kleinen Teil der Einlagen tatsächlich vor. Der Rest wird verliehen oder investiert. Wenn alle gleichzeitig ihr Geld wollen, ist es schlicht nicht da. Das ist kein Fehler des Systems. Es ist das System. Wer schützt uns dann? Fragen Sie vielleicht. In Deutschland sind Einlagen bis 100.000 € gesichert. Aber jeder weiß,
Wenn eine große Bank fällt, reicht dieser Fonds nicht aus. Dann springt der Staat ein und das Geld des Staates kommt aus nur 3 Quellen: Steuern, Schulden, Inflation. Außerdem gibt es in Europa das sogenannte Bail-in-System. Ersparnisse über 100.000 Euro können im Krisenfall genutzt werden, um die Bank zu retten. Genau das geschah 2013 auf Zypern. Die Welt bewegt sich rasant in Richtung Bargeldlosigkeit. Karten, Apps, digitale Zahlungen, bequem, aber zerbrechlich. 2022 fror die kanadische Regierung die Bankkonten von Demonstranten ohne Gerichtsentscheidung ein. Über Nacht verloren hunderte Menschen den Zugang zu ihrem eigenen Geld. Das führt uns zu einer simplen, aber entscheidenden Frage: Gehört Ihnen das Geld wirklich, wenn Sie nicht darauf zugreifen können? Die Lösungen sind nicht geheim. Etwas Bargeld zu Hause haben, einen Notfallfonds anlegen, physisches Gold und Silber besitzen, in echte Werte investieren, Land, Immobilien, Ausrüstung, das Finanzsystem verstehen und beobachten. Denn in der Geschichte ist jedes System irgendwann zusammengebrochen.